Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir gucken uns heute mal wieder ein Smartphone an, konkret von AGM und zwar das AGM X6 Phantom. Was Phantom bedeutet, das verrate ich euch später im Video und auch was das Special Feature dieses Smartphones ist. Und nein, es ist nicht die 5G-Funktionalität, die ja mittlerweile omnipräsent ist, sondern es ist was anderes. Viel Spaß mit dem Video. Gucken wir einmal auf die Fakten. Wir haben ein Telefon oder ein Smartphone, welches eine zentrale Kameraeinheit hat. Wir haben IP68, IP69K und die Militärstandard 810 mit an Bord. Da ist AGM mit seiner Outdoor-Spezialfunktion sozusagen oder mit seinem Spezialwissen im Bereich Auto ja sicher immer ganz vorne mit dabei. Wir haben die X6 Phantom-Version und was das bedeutet, seht ihr in 3 Sekunden, denn das bedeutet, dass das Gehäuse transparent ist. Ihr könnt auf die Bauteile schauen, finde ich persönlich ganz spannend. Wir haben 8 GB RAM und 128 GB ROM mit an Bord. Ansonsten sehen wir jetzt auf der Seite noch 2, 3 Features, unter anderem auch das Killer-Feature oder den USP, den dieses Telefon aus meiner Sicht hat. Und zwar ist das eine Temperaturmesseinheit, mit der ihr Temperaturen messen könnt. Wir haben ansonsten USB Type-C, wir haben Bluetooth 5.0 und 3,5 mm Klinke. Diverse Standards, die auch für Deutschland Gültigkeit haben. Eine Frontkamera mit 16 Megapixeln, eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln, Dual Nano SIM. Wir haben 6,78 Full HD IPS Display. Wir haben die gerade eben schon genannten Standards und wir haben ein Gewicht von 260 Gramm, also nicht ganz leicht, aber ein Telefon, welches aus meiner Sicht optisch auf jeden Fall was hermacht und mit dem genannten USP daherkommt. Dann würde ich sagen, wir packen das Ganze einmal aus und gucken, was uns denn hier erwartet. Also vom Grundsatz her habe ich ja gerade schon gesagt, die Gehäusefarbe ist in dem Fall transparent. Es gibt auch eine schwarze Variante. Viel spannender finde ich aber persönlich die transparente Version, weil das ist, ja, das ist mal was anderes. Das ist halt eine andere Sicht auf die Dinge, wenn man so will. Und wem das gefällt, für den ist das auf jeden Fall was man auch nicht bei jedem Telefon bekommt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Gibt noch einige andere Hersteller, die das ähnlich machen, aber eben nicht in der Masse. So, und hier seht ihr das Ganze auch schon. Es kommt in der transparenten Hülle daher. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Geht jetzt gar nicht hier so um die Details. Gucken wir uns gleich nochmal nebendran an. Was haben wir ansonsten noch mit drin in dem Paket? Hier unter der Ablage für das eigentliche Telefon finden wir noch 2 zusätzliche Fächer, wo wir dann einmal ein Ladegerät finden. Okay, hervorragend. Liefert ja auch nicht mehr jeder Hersteller mit. Ist allerdings USB-A, kein USB-C-Ladegerät und hat auch nur 10 Watt sozusagen. Kommen wir später dann im Akku- bzw. Aufladekapitel nochmal zu, was das denn jetzt für unser Telefon bedeutet. Ansonsten hier ein USB-C-Kabel, das dürfte, denke ich, die wenigsten überraschen. Damit könnt ihr dann auch direkt losladen sozusagen. Was haben wir hier ansonsten noch in der Verpackung mit drin? Natürlich einen Quick-Start-Guide und was ist hier noch drin? Na, komm raus. So, okay, was haben wir da noch? Nichts mehr, alles klar. Dann haben wir hier einmal Aufkleber, das haben wir ja schon bei dem AGM Tablet gesehen. Dann haben wir hier eine Garantieerklärung. Wir haben einen Quick Start Guide, ist der auch auf Deutsch, gucken wir auch mal direkt nach. Sieht aber gut aus, wenn so viele europäische Sprachen dabei sind, ist meist auch Deutsch dabei. Genau, Deutsch ist auch mit dabei und dann haben wir hier noch eine, ja, was ist das? Ja, okay, die EU-Konformitätserklärung. Gut, und dann haben wir hier das Telefon, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, und dazu habe ich es natürlich einmal ausgepackt, damit ihr es jetzt auch wirklich in voller Schönheit, wobei das im Auge des Betrachters liegt, ob man jetzt diesen transparenten Look mag oder nicht. Man sieht hier halt die einzelnen Elemente, die Antenne, Kamera, gut, das dürfte, denke ich, klar sein. Hier hinten sitzt übrigens auch der Temperatursensor, mit dem wir dann nachher die Temperatur messen können. Und unten seht ihr dann auch noch NFC-Antenne und so weiter und so fort. Also ich finde das persönlich irgendwie einen ganz coolen Look. Ob man das jetzt mag oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Grundsätzlich ist das Telefon nicht zu dick, die Knöpfe sind aus meiner Sicht gut drückbar, also guter Druckpunkt, da wackelt auch nichts, das ist alles sehr, sehr gut verarbeitet. Das Ganze wirkt übrigens wie eine Hülle, also sprich, es sieht ein bisschen so aus, ob eine Hülle außenrum wäre, ist es aber nicht. Und hier auf der Seite seht ihr noch den zusätzlichen Button, den ihr separat belegen könnt, finde ich immer ganz cool. An der Seite ist es tatsächlich, würde ich sagen, metallisch, hinten ist es Hartplastik, ja, muss man halt einfach nur wissen. Hier unten dann der Klinkenstecker, dann haben wir den USB-C-Anschluss und rechts noch einen Lautsprecher.
Wie gesagt, hier sieht man es vielleicht so ein bisschen, es wirkt halt, als wenn eine Hülle drüber wäre, ist es aber logischerweise nicht. Es ist eine transparente, einfach nur die transparente Plastikabdeckung. Gut, ansonsten knarzt nichts und so weiter und so fort. Es ist noch eine kleine Display-Schutzfolie aufgebracht, wenn ihr das Gerät kauft. Alles gut verarbeitet aus meiner Sicht, gerade für den Preis geht das wirklich völlig in Ordnung. Ja, man muss halt den Look natürlich mögen. Ne? Wer es lieber in Schwarz mag, das Gerät gibt es auch noch in Schwarz. Hier auf der Rückseite hätte ich mir übrigens gewünscht, dass dieses Raue von oben auch unten noch fortgeführt wird. Dann lägt das Telefon noch ein bisschen besser in der Hand, aber gut, dann hätte man natürlich auch weniger von dem durchsichtigen bzw. von den technischen Einheiten sehen können. Insgesamt muss ich persönlich sagen, mir gefällt es sehr gut und die Qualitätsanmutung ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Das ist zumindest meine Meinung. Kurzer Blick auf die Performance und da gucken wir erstmal der Fingerabdrucksensor, wie schnell der funktioniert. Kleine Gedenksekunde nimmt er sich, aber ansonsten geht das aus meiner Sicht schon ausreichend schnell. Insgesamt muss man sagen, ist die Performance für das tägliche Arbeiten, für Browsen, für YouTube und so weiter und so fort und Nachrichten ist das überhaupt kein Thema. Da passt alles, da ist die Performance mehr als ausreichend. Gerät das Gerät aus meiner Sicht auch nie an seine Grenzen. Übrigens auch das Display ist, finde ich zumindest persönlich, sehr gut ablesbar und hat eine schöne Qualität, was die Ablesbarkeit bzw. auch die Darstellung angeht. Ansonsten, wenn wir auch nochmal hier bei Google Maps reinzoomen und so weiter und so fort, also da ist performance-technisch Gerät hier wirklich nichts an seine Grenzen. Da muss man natürlich einschränkend sagen, für die alltägliche Arbeit und für das Daily Doing, wenn ihr jetzt hingeht und spielt ständig irgendwelche Spiele, die komplexe 3D-Anwendungen oder beziehungsweise komplexe 3D-Darstellungen machen wollen bzw. durchführen, dann ist das natürlich eine schwierigere Herausforderung. Dafür ist der Prozessor halt schlichtweg nicht gemacht. Aber alle Standards-Apps, die ihr so habt, wenn ihr im Play Store irgendwas noch runterladet oder auch wenn ihr Gmail benutzt oder Google benutzt oder auch sonstige Apps, alles kein Problem. Für den normalen Anwender ist das mehr als ausreichend. Braucht ihr euch keine Gedanken über die Performance machen. Gibt es auch keine Lags oder sowas. Das funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Und zur Performance gehört natürlich auch, ist das Ding wasserdicht, deswegen mal kurz ins Wasser gelegt, aber ich denke, da dürfte klar sein, dass das kein Problem ist, jetzt unabhängig davon, dass der Touchscreen hier Bedienungselemente erkennt sozusagen, aber natürlich ist das Ding auch wasserdicht, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, gemäß der regulären Standards und auch auf die Frage, um auf die Frage zu antworten, ja, es funktionierte auch Tage nach dem Test noch, also insofern über Wasser müsst ihr euch mit dem Ding hier auf jeden Fall, aus meiner Sicht zumindest, keine Gedanken machen. Ja, von sehr, sehr gut zu okay, würde ich mal sagen. 5000 mAh hat der Akku. Das ist auch tatsächlich eigentlich weniger die Herausforderung. Damit kommt ihr locker über einen Tag, tendenziell eher so 2 Tage. Aber die Nachladegeschwindigkeit, ihr könnt nur mit 10 Watt nachladen. Das ist natürlich nicht mehr ganz State of the Art. Und auch in der Mittelklasse gibt es da Konkurrenten, die durchaus schneller laden können. Für mich persönlich reicht's. Ich lade sowieso über Nacht. Aber wenn ihr da schnell mal nachladen wollt, dann ist es auf jeden Fall ein kleines bisschen schwierig. Drahtlos laden funktioniert übrigens auch nicht. Also insofern ist der Akku zwar ausreichend groß, die darum herum sich befindlichen technischen Komponenten sind allerdings dann tatsächlich auch wirklich in dem Fall nur Mittelklasse. Ja, kommen wir zum Thema Kamera. Für mich persönlich immer nicht ganz so wichtig, aber ich will es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Hier auf der Rückseite seht ihr die LED, den Temperatursensor und natürlich auch die 50 Megapixel Hauptkamera. Hier vorne dann die unterstützende 16 Megapixel Kamera für Selfies und ähnliches. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Hauptkamera und ich zeige euch mal ein Foto, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das Ganze aussieht. Also von den Farben her könnte da ein bisschen mehr gehen, würde ich persönlich mal sagen. Fairerweise, hier sind jetzt auch keine wirklichen Farben drauf. Gucken wir gleich nochmal bei dem Video, denn da sehen wir dann tatsächlich auch ein paar Farbaspekte und da seht ihr hier, dass die Qualität in Ordnung ist. Es ist nichts Weltbewegendes, das müssen wir auch sagen. 1080p ist die maximale Auflösung, ist die Videokamera-Auflösung, die ihr verwenden könnt. Das ist hier ohne Zoom oder ähnliches, sondern rein nur bei uns hier in den Innenhof gefilmt. Dann seht ihr hier die Blume und der Autofokus, der funktioniert dann schon ganz okay. Das sehen wir hier dann nochmal. Ja, also ich würde sagen, Kamera nicht eine absolute Stärke dieses Geräts, aber für die meisten dürfte es hoffentlich ausreichen. Insofern, die Bilder werden ja auch noch runtergerechnet jetzt von YouTube. Ich würde sagen, Kamera ist befriedigend plus bis gut minus.
Ja, eigentlich will ich nicht sagen komplettes, aber fast schon Alleinstellungsmerkmal ist halt der Temperatursensor hier auf der Rückseite. Von Samsung Galaxy Smartwatches kennt man das ja schon. Damit könnt ihr auch Temperaturen messen. Hier habt ihr die Möglichkeit, zum einen die Stirn, das Handgelenk zu messen oder auch Objekte zu messen. Ihr seht hier an meinem Handgelenk sind 35,4 Grad. Ich hoffe, das ist so im Rahmen dessen, was man erwarten darf. Dann könnt ihr aber halt eben auch Objekte messen. Und da wird es natürlich ganz spannend. Ihr könnt zum Beispiel euren Grill messen, wenn ihr nicht höher als 300 Grad aufheizt, denn von minus 30 bis plus 300 Grad kann das Ganze messen. Wir können aber auch hier einfach mal so einen Kühlakku messen und probieren das Ganze mal aus. Minus 4,3 Grad. Im rechten Bereich scheint es etwas kühler zu sein. Mit minus 12 Grad messen wir nochmal nach. Minus 4,8, okay. Habe ich jetzt wahrscheinlich einen anderen Punkt getroffen. Minus 4,8, okay. Also das scheint die minus 4,3 zu den minus 4,8, die passen. Warum jetzt das Telefon hier denkt, es sind minus 10,8, ich kann es euch nicht sagen. Minus 3 zu minus 4,8, okay. Also es scheint nicht auf das Grad genau zu sein, das muss einem halt einfach klar sein. Aber als Indikation ist es auf jeden Fall schon mal ganz cool und ganz hilfreich. Gerade wenn ihr unterwegs seid und sonst halt kein Thermometer habt, habt ihr die Möglichkeit hier mal zumindest äußerlich zu messen. Es ist natürlich nicht so, dass ihr das in euer Steak stecken könnt, logischerweise, um die Innentemperatur, die Gartemperatur zu messen. Also, insofern würde ich fast sagen, das ist einer der USPs dieses Telefons. Wenn ihr was damit anfangen könnt, ist es auf jeden Fall ein cooles Feature, was mit an Bord ist und was es vor allen Dingen auch nicht bei jedem anderen Smartphone, gerade der Mittelklasse, gibt. Insofern das vielleicht nur für euch als Special Feature. Ja, was gibt's jetzt zusammenfassend zu sagen? Ihr bekommt mit dem AGM X6 ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 14 in der Stock-Variante, sprich ihr habt ganz wenig Bloatware, beziehungsweise eigentlich gar keine Bloatware. Das bedeutet natürlich, Performance ist hervorragend, also da gibt's nichts zu mäkeln, sofern ihr den Alltag nutzt, also sofern ihr die alltäglichen Apps dieser Welt nutzt und eben nicht Spiele verwendet, weil bei Spielen knickt der Prozessor dann doch etwas ein. Der Akku hat 5000 mAh, das reicht, um locker 1,5 Tage durch euer Leben zu kommen, sozusagen. Geht auch mal bis auf 2 Tage hoch. Problematisch aus meiner Sicht ist, dass die Nachladegeschwindigkeit nicht ganz optimal ist. Da bekommt ihr im Mittelklasse-Bereich durchaus auch schon schnellere Nachlademöglichkeiten und auch drahtloses Laden. Eins der Highlights ist auf jeden Fall der Temperatursensor, der auf der Rückseite verbaut ist. Das ist für mich ein USP. Wenn ihr den nutzt, ist es definitiv was für euch sein könnte. Insgesamt muss man sagen, mir gefällt diese transparente Optik der Phantom-Variante sehr, sehr gut. Das muss euch aber auch gefallen, denn die schwarze Variante finde ich dann wiederum ein bisschen langweilig. Insgesamt das Paket von der Qualität her und so weiter und so fort geht das vollkommen in Ordnung. 2,99 ist der Herstellerpreis. Da würde ich mal noch auf ein Angebot warten. Wer jetzt schon zuschlagen will, findet alle Links aber auch in der Videobeschreibung. Insgesamt würde ich persönlich sagen, schlagt zu, wenn euch die Optik gefällt und wenn ihr den Temperatursensor verwenden könnt, dann passt das Ganze schon und es liegt auch wirklich sehr gut in der Hand. Was ist eure Meinung zum AGM X6? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jede Meinung, die dazu kundgetan wird. Ansonsten bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.